Kommt, wir gehen ihnen nach. Bevor sie in den Gang verschwinden konnte, hatte Adea sie am Arm gepackt. Wir warten hier. Genervt rollte Shani mit den Augen. Adea wendete sich an Salika. Was wollen wir denn noch hier? Der Waterley wollte mit mir sprechen. Adea war überrascht. Worüber denn? Das weiß ich noch nicht. Hat er dir etwas gesagt? Richtete sie sich an Shani. Die schüttelte den Kopf und wechselte das Thema. Hat denn jetzt jemand etwas über den Phönix gewusst? Salika und Adea schüttelten ebenfalls die Köpfe. Sie wollten schon ausschwemmen und ihn suchen, erzählte Adea. Shani hob amüsiert die Augenbrauen. Und wieso sollen sie nicht? Das wäre doch sicher sehr effektiv. Salika schüttelte erneut den Kopf. Das Thema ist zwar wichtig, aber es fühlt sich nicht dringend an. Dafür muss ich nicht gleich alle Truppen beschäftigen. Shani strich sich durch das Haar. Wann kommt Lukian denn endlich wieder? Ich hab Hunger. Lukian? Verwundert sah Salika sie an. Dein Waterley. Mein Water was? Da sah Salika ihn im Gang wieder zurückkommen und nahm Haltung an. Als sich ihre Blicke kreuzten, lächelte er und reichte ihr die Hand zur Begrüßung. Jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Zeit, uns auszutauschen. Ich bin Lukian. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, Salika. Salika nahm seine Hand an. Vielen Dank, Lukian. Wieder strömte diese Wärme durch ihre Hand und floss in ihren ganzen Körper. Als sie ihre Hände trennten, brach auch der Wärmestrom ab. Kommt mit, der Meister lädt uns alle zum Essen ein. Großartig! Shani klatschte begeistert in die Hände, worauf ihre Schwestern lachten. Tut doch nicht so, als hättet ihr keinen Hunger, beschwerte sich Shani und entdeckte den Waterley mit den türkisen Haaren am hinteren Ende des Ganges warten. Sie verstummte und versteckte sich unauffällig hinter Adea. Sie gingen gemeinsam hinter Lukian in den Gang. Lukian wendete sich an ihn. Kannst du bitte noch den Betreuer holen? Er nickte stumm und drehte sich zum Gehen um. Kommt bitte. Lukian wies ihnen den Weg zu einer Treppe seitlich der Bühne, die über die Bühne zu führen schien. Shani raffte ihren Rock, da hielt Lukian ein. Wollt ihr euch erst umziehen? Salika sah ihre Schwestern an. Was ist mit euch? Ich bleibe so. Shani blinzelte Lukian verschmitzt an. Mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn ihr euch ein bisschen mehr anziehen würdet. Kurz irritiert sah Lukian von Shani über Adea zu Salika, runzelte die Stirn und fing dann an zu lachen. Etwas beleidigt hob Shani eine Augenbraue. Er sah sie belustigt an. Zu viel Haut? Sie reckte das Kinn. Zu viel nackte Haut. Adea hielt sie mit einer Hand zurück. Er ist Waterley. Er schmunzelte nur noch mehr und verschränkte abwartend die Arme, während Shani ihre Schwestern leicht verärgert ansah. Er will mit Salika sprechen, also soll er sich auch entsprechend kleiden. Richtig, er will mit Salika sprechen, wiederholte Adea mit einem Unterton, was es dann Shani anginge. Wenn ich damit zu deinem inneren Frieden beitrage, ziehe ich mir gern noch etwas drüber, lenkte Lukian ein. Und wenn ihr euch doch umziehen wollt, wäre das die Gelegenheit. Er grinste und verschwand in einem der Ankleideräume, die sich gegenüber der Bühne befanden. Ich auf jeden Fall. Was ist mit dir? Shani sah Adea an. Willst du im Anzug speisen? Nein, ich komme mit. Wartest du hier? Wendete sich Adea an Salika. Salika nickte und lehnte sich an das Geländer der Treppe, die nach oben führte. Kaum waren ihre Schwestern in ihrem Ankleideraum verschwunden, kam Lukian wieder mit einer dunkelblauen Wickeljacke bekleidet zurück. Diese Jacke hatte einen Stehkragen und ließ nun keinen Blick mehr auf seinen Brustbereich zu. Sie war mit kunstvollen Wasserornamenten in hellblau und silber an den Säumen bestickt. Und obwohl sie wusste, dass er ein Waterley war, wollte er nicht ins Bild passen, mit seinen goldbraunen Augen und dem schwarzen Haar. Haben sich deine Gefährtinnen doch für einen Kleiderwechsel entschieden? Du meinst meine Schwestern? Sie hob fragend die Augenbrauen und nickte, als ihr klar wurde, dass er das ja gar nicht wissen konnte.
Na dann komm, dann stelle ich dir auch meine beiden Brüder vor. Er ging ihr die Treppen voraus und sie folgte ihm. Und du kennst den Meister auch schon länger? Fragte sie ihn nach dem ersten Treppenabsatz. Er blieb auf den Stufen stehen und drehte sich zu ihr. Was meinst du mit auch schon länger? Kennst du ihn denn auch schon länger? Salika musste lachen. Ja, schon länger. Shani meinte, du wirktest sehr vertraut mit ihm. Ja, das stimmt. Ich bin auf eine seiner Schulen gegangen. Er wollte wohl gar nicht mehr erzählen, denn er drehte sich wieder zum Gehen und stieg die Treppen weiterhin empor, bis sie an eine Art Balkon kamen, von dem aus eine Tür über die Bühne führte. Lukian öffnete ihr die Tür und ließ sie eintreten. Ein weiter Raum tat sich vor ihnen auf. Ist das schön hier! Überrascht sah Salika nach oben, wo sich die Holzbalken in schönen Bögen trafen und ein kuppelartiges Gewölbe formten. Gegenüber waren kunstvoll gefasste Glasfenster, durch die man nach unten in den Zuschauerraum blicken konnte. »Kommst du allein?« empfing sie die ihr wohlvertraute Stimme des Meisters von links. Da stand er mit dem Blauauge